Der Marke Alfa Romeo geht seit eh und je der Ruf des Besonderen voraus. Sie ist so mit einer Art Hauch des Extravaganten umgeben und das hat einen ganz einfachen und einleuchtenden Grund. Denn in den ganzen letzten Jahrzehnten hat man sich im staatlichen Mailänder Stammwerk niemals um Produkte der ganz großen Serie bemüht, sondern vielmehr eher auf jenen Kunden geschaut, der in der Lage und willens ist, einen guten Batzen Geld für ein Automobil zu investieren. Das soll jetzt anders werden, seit in Neapel ein neues Werk entstanden ist. Aus diesem neuen Werk kommt nur ein einziges Produkt, es steht da, es ist der Alfa Sud, ein Auto um die 8.000 Mark, ein Automobil der unteren Mittelklasse, also das nunmehr in größeren Stückzahlen produziert werden soll und zum Angriff auf den Fiat-Konkurrenten in Italien bereitsteht, ebenso wie zur Auseinandersetzung auf dem internationalen Markt. Die 4 Türen zählen zur Serie. Das ist bei der Beurteilung des Preises wichtig zu wissen. Im Übrigen unterscheiden sich die Fahrzeuge der unteren Mittelklasse in Ausstattung und Instrumentierung nur noch wenig. Die Automobilindustrie weiß längst, dass auch hier erhebliche Ansprüche gestellt werden. Der Alfa Sud handelt sich dabei 2 leicht vermeidbare Minuspunkte ein. Erstens, die Instrumente sind nicht frei von störenden Spiegelungen. Zweitens, bei Vordersitzen und Rückenlehnen hat man an der Fläche gespart. Der Alfa Sud hält für die Passagiere mehr Raum bereit, als von außen zu vermuten. Der Kofferraum fügt sich als Abrissheck organisch in die Linienführung der Karosserie ein. Nicht ganz so groß wie bei vergleichbaren Typen, gleicht er dieses Manko durch glatte Flächen, die die Beladung erleichtern, zum großen Teil wieder aus. Der neue Motor eines neuen Automobils. Ein wassergekühlter 4-Zylinder-Boxer mit einer oben liegenden Nockenwelle je Zylinderreihe. 1186 Kubikzentimeter, die bei 6000 Umdrehungen pro Minute immerhin 63 PS produzieren. Eine Leistung, die nur mit einem erheblichen technischen Aufwand möglich war. Keine billige Lösung also. Sie verleiht dem Alfa Sud überlegene Fahrleistung. Beschleunigungsmessung von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde. (14,7 Sekunden). Zum Vergleich ein Blick auf andere Fabrikate. Alfa Sud, also 14,7 Sekunden, Citroën GS 15,8, Peugeot 304 16,0, Opel Kadett 1,2 Liter, 16,4 Sekunden. Der Alfa Sud muss fleißig geschaltet werden. Er beginnt erst ab 3000 Touren Elastizität zu entwickeln. In unteren Drehzahlbereichen ist es mit diesem Thema äußerst dürftig bestellt. Da fehlt dem Motor die gewünschte Durchzugskraft, eine sicher bedauerliche Feststellung, denn damit wird die Freude an der Leistung von 63 PS getrübt. Beschleunigungswert von 80 auf 120 Kilometer pro Stunde, 10,4 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 153 Kilometer pro Stunde. Nur wer ihn im richtigen Drehzahlbereich bewegt, dafür stehen immerhin rund 3000 Touren Spielraum zur Verfügung, wird Freude an diesem Automobil haben. Auf der Autobahn bei einem Durchschnitt von 115 Kilometern pro Stunde verbraucht 10,8 Liter. Landstraße 9,6 Liter. Und im Kurzstreckenverkehr 10,5 bis 11,5 Liter. Testverbrauch 10,6 Liter pro 100 Kilometer. Zum Vergleich, Opel Kadett 1,2 Liter, 9,2 Liter Verbrauch. Alfa Sud 10,6, Citroën GS 10,7, Peugeot 304 11,5.
Ein Tankinhalt von 50 Litern erlaubt dem Alfa Sud eine Non-Stop-Fahrt von rund 460 Kilometern. Eine Distanz, die den Durchschnittswert in dieser Kategorie um einiges übertrifft. Mit dem Alfa Sud kommt aus Italien nicht nur ein von Grund auf neues Automobil zu uns. Die Firma selbst hat konstruktives Neuland betreten, denn zum ersten Mal in der Geschichte von Alfa Romeo wird ein Serienwagen mit Frontantrieb präsentiert. Eine sicher wohlerwogene Entscheidung der Italiener, die allerdings auf diesem Sektor erst noch Erfahrungen sammeln müssen. Wie notwendig dies ist, zeigt die für einen frontangetriebenen Wagen längst nicht mehr charakteristische Nervosität der Lenkung, während die lange Jahre für den Frontantrieb typische Unhandlichkeit auch beim Alfa Sud nicht zu merken ist. Wendekreis 10,50 Meter. Im Übrigen lässt sich das Auto behende und flink manövrieren. Es erfüllt also gerade jene wichtigen Voraussetzungen, die in dieser Klasse gegenüber größeren Automobilen mit Recht eine wesentliche Rolle spielen. Es ist sicher recht ungewöhnlich, in einem Auto dieser Größenordnung einen Zusatzkomfort zu finden, der sich in Gestalt eines verstellbaren Lenkrades bietet. Das ist nun keineswegs eine Spielerei, sondern ergibt die Möglichkeit, dass für Fahrer verschiedener Körpergröße eine nahezu ideale Sitzposition gefunden wird. Das Lenkrad lässt sich in der Höhe um rund 4,5 Zentimeter verstellen. Man kann das übrigens auch während der Fahrt tun, aber das sollte natürlich tunlichst vor der Reise geschehen. Die Produkte des Hauses Alfa haben sich zu keiner Zeit als pure Fortbewegungsmittel verstanden, sondern von jeher an eine intensive Verbindung zwischen Fahrer und Automobil appelliert. Der neue Alfa Sud macht keine Ausnahme mit all den damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Er möchte sozusagen gefahren statt bewegt werden, verlangt dabei aber Einfühlungsvermögen und geübte Behandlung. Genauso wie man ihn häufig schalten muss, so erfordert seine Fahrcharakteristik ständige Aufmerksamkeit. Er neigt ein wenig zum Übersteuern, seine gerade Auslaufeigenschaften sind nicht die allerbesten. Man muss relativ häufig auch dann korrigieren, wenn kein sichtbarer Anlass für solch ein Unterfangen besteht. Wen solche Dinge nicht stören, der wird das Fahren durchaus vergnüglich finden. Außerdem sicher, immer unter der Voraussetzung nicht nachlassender Aufmerksamkeit. Ähnlich und somit vom technischen Konzept zwiespältig ist die Bremsanlage zu beurteilen. Einerseits leistet man sich den Luxus von 4 Scheibenbremsen mit glänzenden Verzögerungswerten und einer hohen Standfestigkeit. Andererseits erfordert diese Anlage einen überdurchschnittlich großen Pedaldruck, da man sich offensichtlich aus kalkulatorischen Erwägungen nicht zu einem Bremskraftverstärker entschließen konnte. Bremsstrecke aus 100 Kilometern Geschwindigkeit 51 Meter und 30 Zentimeter. Die vorderen Scheibenbremsen liegen beim Alfa Sud innen. Dies führte unter anderem zur Einzelradaufhängung mit McPherson-System. Insgesamt ist die Federung straff. Genügend lange Federwege und eine sportliche Dämpfung produzieren auf schlechten Wegstrecken ausreichenden Komfort, ohne dass allerdings der Alfa Sud auf diesem Feld die Spitzenwerte der Konkurrenz erreicht. Eine geringe Geräuschentwicklung der Karosserie, trotz heftiger Fahrbahnstöße, ist als ein wichtiges Zeichen einer guten Verarbeitung zu registrieren. Dieser Eindruck wird durch Augenschein weiter vertieft und diesem Eindruck widerspricht auch nicht die Fahrt durch 10 cm hohes Wasser.
Der Motor und seine wesentlichen Aggregate werden weder nass noch feucht. Die Insassen behalten trockene Füße. Das klingt eigentlich ganz selbstverständlich, ist es aber nicht unbedingt. Die Scheibenwischer arbeiten einwandfrei und schaufeln ein genügend großes Blickfeld klar. In diesen rein funktionellen Bereichen wurde bei Alfa Romeo schon immer große Sorgfalt geübt. Auf dem Sektor der Seitenwindempfindlichkeit spielt der Alfa Sud alle Vorzüge frontangetriebener Fahrzeuge aus. Wagengeschwindigkeit 100 km pro Stunde, Windgeschwindigkeit im rechten Winkel zur Fahrbahn ebenfalls 100 km pro Stunde. Diese gewaltige Böe lässt den Alfa Sud nur unmerklich die Richtung verändern. Der Messwert von 1,90 Meter bestätigt in Zahlen seine Gelassenheit. Autos aus dem Süden Europas zählten nicht immer zu den Winterfesten. Sie machten im Gegenteil lange Jahre viel Ärger durch schlechtes Anspringen und wenn sie mal liefen, durch schlechte Kaltlaufeigenschaften und geringe Heizwirkung. In den letzten Jahren konnte man auf diesem wichtigen Gebiet erfreuliche Fortschritte konstatieren. Auch der Alfa Sud nimmt den Kältetest bei 15 Grad minus seinen Dienst ohne Murren auf. Es dauert dann indessen eine ganze Weile, bis der Motor einwandfrei läuft und die übliche Betriebstemperatur genügend Warmluft liefert. Ist dieses Stadium erreicht, dann empfiehlt sich der wassergekühlte Boxer noch als ein relativ lautloser Genosse. Bei 100 Kilometern Geschwindigkeit entstehen im Wageninneren 76 Phon, wobei die Abrollgeräusche intensiver wirken als der Klang des Motors. Der Alfa Sud hat von bestimmten technischen Voraussetzungen her, und sie umschließen die Komponenten Leistung, Verbrauch, Fahrverhalten, Fahrsicherheit und Raumangebot, ganz berechtigte Chancen, einen gewissen Marktanteil zu erobern. Der Alfa Sud ist schließlich ein Auto, der eine ganze Menge bietet und darunter, nicht zu vergessen, auch einen klangvollen Namen. Dabei ist natürlich die Tatsache nicht zu übersehen, dass das Händlernetz hier in Deutschland bei den größeren zu erwartenden Stückzahlen noch eines gewissen Ausbaus und einer gewissen Pflege bedarf und dass außerdem im Stammwerk in Süditalien, also in Neapel, es notwendig sein wird, sich im Umgang mit der großen Stückzahl noch etwas zu verfeinern. Hier noch einmal die wesentlichsten Messwerte in der Zusammenfassung. Beschleunigung von 0 auf 100, 14,7 Sekunden. Beschleunigung von 80 auf 120, 10,4 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 153 Kilometer pro Stunde. Bremsweg 51,30 Meter. Seitenwindabweichung 1,90 Meter. Wendekreis 10,50 Meter. Innengeräuschmessung 76 Phon. Testverbrauch 10,6 Liter. Preis rund 8.000 Mark.